Moin, Leiflü und willkommen zurück bei mir, Radbot und Skill Legends Royale. Wir spielen mit dem Alchemisten, dem anderen neuen Helden nach dem Bullen, den wir von der Weile mal gespielt haben. Wir gehen auf Wound und Heal und die Gründe sind folgende. Jedes Mal, wenn er 10% seiner Maximum HP als Schaden kriegt, macht er 10 Wound Layer auf den Gegner. Ich muss ja gerade was kaufen. Gut aus. Und seine Ulti ist, dass er 50 HP halt alle 0,8 Sekunden für 4 Sekunden lang. Und während diesen 4 Sekunden wird jeder Wound Layer, den er zufügt, also Vulnerability, wird um 5 erhöht. Das heißt, er macht dann hier nicht 10, sondern 15 Layer, aber es geht natürlich dann auch um andere Wound-Sachen wie Persistent Wound etc. Ne? Kennt man ja. Ja. Den Kampf haben wir jetzt nicht gewonnen. Aber wir haben schon 22 Wound verteilt, nur mit unserer Ulti. Das ist schon, oder mit unserer passiven Fähigkeit. Das heißt, wir gehen auf Wound und wir gehen auf Heal. Und alles andere lassen wir erstmal außen vor. Wir haben einen, der auf Poison geht. Ultimate ist natürlich auch gut. Auch mal auf Ultimate, aber das wollen wir alles nicht. Heal. Each time recovering HP. Wir kriegen Shield, das ist natürlich auch gut. Mit dem ganzen Wound-Kram sind wir natürlich gut gegen Shield. Das heißt, eigentlich sind wir gut gegen den Baum. Ich momentan unser Wound generieren noch ein bisschen zu schlecht, um gegen den Baum anzukommen, aber im späteren Verlauf wird das auf jeden Fall besser werden. Wir heilen auch eine ganze Menge durch unsere Ulti und durch unsere Ulti. Das ist alles so ganz ordentlich. Wir kriegen halt relativ wenig Heal-Skills, muss ich sagen. Jetzt, wo ich sage, das ist natürlich genau das, was wir wollen. Ulti. Machen wir halt die Ulti hoch, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch die normale Regeneration. Wound Healing ist natürlich extrem gut. Wound brauchen wir noch ganz viel Kram. Aber gerade nur Sprite, Wound und unser Sprite steht halt nicht besonders lange. Dann ist er jetzt weg. Das heißt, wir machen 18 Wound. Das ist quasi nichts. Oh, das wird eng. Oh, der macht schon extrem viel Wound. Viel Poison. Oh. Vielleicht nicht mal ein paar Stats. Das ist auch gut natürlich. Das ist alles nicht so wirklich brauchbar. Wound Control schon wieder. Each time inflicting wound. There's a chance to take poison. Das ist auch nett. Wir brauchen aber Persistent Wound und so ein Kram. Oder das heißt so ein Kram. Vor allem Persistent Wound und Wound Healing. Hier brauchen wir Healing. Na, vielleicht müssen wir echt Sprite hochpacken. Wenn alle Wound, die wir kriegen, Wound Sprite ist, dann müssen wir halt dafür sorgen, dass unser Sprite länger lebt als 5 Sekunden. Oh, der haut uns komplett aus dem Latschen. Okay, der hat auch schon Uplifting. Natürlich sowieso viel Attack Speed. Machen wir nichts gegen, ist klar. 1500 Freeze gemacht in Runde 4. Auch nicht schlecht. Und gibt es irgendwas, was wir gar nicht wollen? Höchstens Shield, aber eigentlich brauchen wir das alles. Greedy Pirate Head, naja. Im Kompass sind wir letzte Zeit immer ganz gut gefahren. Na gut, Freeze. Natürlich das eine, was wir nicht, also überhaupt nicht brauchen können.
Tja. Nicht der richtige Freeze. Nicht der richtige Freeze. Freeze Wound ist nicht der richtige Freeze. Healing war es nicht. Dann Ultimate Wound wollen wir dann, glaube ich, haben. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier was auszusuchen. Aber wir müssen natürlich ein bisschen Geld sparen. Die Freezes waren es schon mal alle nicht. Schon mal gut zu wissen, was es nicht ist. Ja, wir müssen das Sprite länger am Leben erhalten. Dann kommen da auch einige Freezes zusammen, muss man sagen. Oh, die hat viel Ulti-Heal. Oh. Jetzt zu viel geheilt. Kriegen wir leider nicht, diese ganzen tollen Skills. Das ist noch 4. Das ist natürlich gut. Persistent Freeze? Auch nicht. Freeze Attack? Das ist auch nicht. Kannst ja doch Ultimate Freeze sein. Ja, war es auch. Einmal Freeze Damage bekommen, das ist auch schon mal gut. Freeze Healing war gut, Freeze Control, Frost Shield, Freeze Ultimate, Freeze Ultimate, Freeze Wound. Assistant Freeze haben wir, das hatten wir gekauft, ne? Ja. Okay, der Gegner macht extrem Poison Damage. Unser Problem ist, haben halt noch nicht so besonders viel Schaden, den wir machen. Wird jetzt mit dem Freeze Damage etwas besser, aber auch nicht viel besser. Während der Gegner hier extrem healt, sehr viel Poison Damage macht. Ja, Freeze Damage ist ja schon mal gut. Wir wollen aber natürlich eigentlich Wound und Heal und nicht so unbedingt Freeze. Ja, dann nehmen wir es halt was ganz hoch. Wir haben noch Time Curse. Oh, Persistent Wound ist natürlich auch gut. Das macht auch quasi jede Runde Wounds in Abhängigkeit von der Dauer des Kampfes. Das macht 5. Das heißt, ab 3 Sekunden ist der Rare Skill besser. So mit mit Freeze Damage Level 3 machen wir ein bisschen mehr Action. Das ist schon ganz in Ordnung, würde ich sagen. Aber jetzt hätte trotzdem lieber einen anderen Path gehabt, aber Freeze ist okay. Wound Healing ist natürlich auch gern gesehen. Wir machen hier jetzt relativ viel Wound Attack, ne? Die Frage, ob wir jetzt vielleicht doch auf Freeze Poison umsteigen wollen. Das mit unserem Charakter an sich nicht viel zu tun hat, um nicht zu sagen eigentlich gar nichts. Aber wir machen halt Freeze, ne? Und dann müssen wir jetzt an Poison umswitchen, ist vielleicht auch Quatsch. So. Hier machen wir jetzt ordentlich Wounds. Ja, Time Curse geht schon gut ab. Schaden mit Freeze Damage gemacht. Kann man auch nicht meckern. Das ist schon ordentlich. Also man kann immer meckern, so nicht, aber Energy Dragon, ne, ist halt eigentlich das, was man auch braucht. Das brauchen wir jetzt in dem Sinne eigentlich nicht so unbedingt, aber das nochmal hätten wir die beiden auch auf Level 1 jeweils. Okay, hiermit haben wir dann gleich Time Curse Stufe 2, wenn wir das nehmen. Aber ich glaube, das nehmen wir.
Time Curse ist ja schon ganz ordentlich. Okay, der heilt wahrscheinlich schon wieder zu viel für uns. Oh Junge. Ah, okay, Vanguard Attack. Und wir haben natürlich quasi selber keinen Attack. Dann macht das extra Schaden. Uiuiui, jetzt habe ich fast ein Skill einfach gekauft. Wir brauchen irgendwas, was uns HP gibt. Das zum Beispiel. Weil wir nicht besonders viel HP haben. War jetzt nicht die besten Treasure, aber eigentlich soweit so gut. Freeze Wound. Time Curse. Poison Control fürs Level Up. Dann nehmen wir lieber Shield Recovery. Stun Ultimate ist ja eigentlich für unsere Ult nicht so richtig gut. Aber andererseits ist Stun Ultimate auch nie wirklich schlecht. Wir wollen aber eigentlich lieber ein bisschen Boon haben, ne? Aber den Gegner stunnen zu können, ist schon gut. Macht man ja eigentlich fast immer. Hier machen wir eigentlich ganz ordentlichen Schaden. Ja, unsere Survivability leckt halt ziemlich, muss ich sagen. Aber wir sind halt nicht viel aus. Vielleicht sollten wir selber auf Shield gehen. Ja, wir gehen mal auf Stun Ultimate. Hier ist, wenn wir Schild kriegen, können wir Poison machen. Kriegen halt nicht besonders viel Schild. Energy Ultimate. Poison Healing, das ist doch gut. Und Wound Healing ist auch gut. Können wir gleich mal schauen, wie viel wir eigentlich mit unserem Healing an Wound etc. generieren. Würde mich mal interessieren. Haben wir hier eigentlich alle Skills? Ne, hier fehlt noch einer. Healed haben wir. Ach, Sprite. Der Sprite fehlt noch. Und der Anti-Heal-Skill sozusagen. Ja, wir halten halt nichts aus, nur mehr Pudding. Und der macht ganz schön viel Schaden. Dann nehme ich eigentlich lieber Base Shield, um ehrlich zu sein. Weil wir jetzt langsam mal auch unser Sprite hochmachen müssen. Sagte er und nimmt nicht den Sprite Skill. After Casting Ultimate. Macht die Ultimate nochmal. Das heißt, unsere erste Ultimate wird ein bisschen dauern, aber dann können wir die mehr oder weniger durchzaubern. Attack Miss ist vielleicht gegen die auch ganz gut. Wir wollen hier nicht die Rare Skills nehmen, das ist Quatsch, aber Attack Miss ist vielleicht echt gut. Ja. Müssen halt noch ein bisschen mehr Energy kriegen. Für die erste Ulti dauert halt ziemlich lange. Dann geht's aber ganz gut eigentlich. Wenn wir die erste Ulti erstmal durchgecastet haben, geht es vorwärts. Nehmen wir das jetzt mal mit. Das nehmen wir auf jeden Fall. AP Recover ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so stark. Poison Healing fürs Level Up. Ah, guck, Shield Strike. Auch noch eine Fähigkeit, die wir gar nicht hatten. Nehmen wir wahrscheinlich sogar. Shield Disruption brauchen wir halt eigentlich gar nicht, weil wir eh nicht besonders viel Shield gegen uns hat durch unseren ganzen Wound-Kram. Der macht zu viel Poison Damage, da können wir nicht gegen anheilen. Und nicht gegen Schaden machen, weil er halt sehr viel heilt durch seine
Fähigkeit, dass der heilt ja mit Poison. Das wollen wir haben. Die Battle Wound wollen wir wahrscheinlich auch haben. Poison Damage wollen wir eventuell auch haben. Vielleicht nicht jetzt unbedingt. Oder Persistent Poison haben. Auch nicht unbedingt, ne? Damage Mastery, das wollen wir schon haben. Wir leben ja auf jeden Fall noch eine Runde, ne? Ja, aber dann ist auch, den wir wohl nicht besiegen, nehme ich an. Und dann ist auch eng. Also das dauert zu lange, die Ulti zu casten. Müssen wir noch irgendwie... Ah, Therapy Race, guck an. Es gibt den Skill also. Wenn wir jetzt gegen den spielen, sind wir raus. Das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen jetzt echt ein Geld ausgeben. Am besten für sinnvolle Sachen, was nicht unbedingt Freeze Control ist. Ja. Auch nicht super sinnvoll, aber ein bisschen sinnvoller, ja. Na, da ist unser Sprite dann auch schon wieder hin. Da ist schon das nächste. Wie gesagt, gegen die kommen wir nicht an. Können wir uns auf den Kopf stellen. Oh, Sprite Heal ist natürlich auch gut, aber wir brauchen erstmal einen Sprite, der länger als 2 Sekunden überlebt. Und erstmal ist auch viel gesagt. Ich glaube, es kommt nicht mehr so besonders viel. Randomen. Freeze Antidote. Naja, man hat das Level abgekriegt, aber das ist jetzt auch nicht der wichtigste Skill. Ja. Das wird es dann wohl gewesen sein, wenn wir den nicht irgendwie besiegen. Aus irgendwelchen magischen Zaubergründen. Wir haben halt keinen Mythic gekriegt. Hier der Mythic fehlte, fürs Freeze fehlte der Mythic. Das ist dann halt irgendwann auch schlecht. In Runde 17. Naja, aber an und für sich, da ist der Alchemist, das war halt die neue Klasse, der ist eigentlich ganz nett. Wir hatten halt nicht den Heal, um das alles vernünftig auszuspielen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar. Ihr wisst ja, wie das ganze Spiel hier funktioniert. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.